Moin moin und herzlich willkommen zu ArmA 3 Laws of War. Das DLC, das vor kurzem rauskam. Ups, was war das? Okay, road's safe now. Bring the van on up. Will do. Also, Mac, the NATO guys, they've kicked in all the doors. You're free to search inside the buildings now. Got it. At least I can get out of the fucking rain. I'll come find you in a bit. Have fun reminiscing. Spiel wird gespeichert. Super. Jetzt ist es gespeichert und das ist ja gut so. Unsere Aufgabe ist jetzt, nach Minenvermittlung Zuteilung aufheben. Kampf mit Rückstände Uxo, siehste? Ja. In der ersten Folge waren wir hier und haben Minen gesucht. In der zweiten Folge haben wir die erste Rückblende abgearbeitet und versucht unser Bestes zu geben, ach, da liegt sie. Mussten dreimal neu starten, weil wir dreimal über Haufen geschossen wurden, weil ich dreimal gleich doof war. Oder dreimal, dreimal. Aber wir haben die Mission dann doch geschafft. Ja, was ist Laws of War? Ach, da liegt sie. Laws of War handelt von einer humanitären Truppe, die Hilfsgüter und sowas und alles fabriziert und im Moment die Stadt Oreo Castro von Minen befreit. Minen sucht, Minen befreit. Und das Gebiet sollen wir hier von Minen befreien. Und die Minen suchen. Und da vorne, wo es so flimmert, das sind Rückblenden von den Leuten und Soldaten, über die er hier und die Trolle am Telefon immer erzählen. Aber die lassen uns erstmal raus, wir will jetzt erstmal Minen suchen. Obwohl, komm, stell uns nicht so doof an. How well do you remember the town? You mean before it was destroyed? Vividly. Gucken wir mal, was hier Our passiert. camp in the town, I still remember it clear as day. Were there many of you? From IDAP? No, not really. 4, maybe. Sometimes a couple more, depending on what we had going on. It was mainly logistics, but we did have a doctor and an ambulance. Ja, das ist die Erinnerung. Ob wir das machen müssen, weiß ich nicht. Das haben wir gemacht. Scheinbar können wir da jetzt nichts machen. Weiß ich nicht. Sah irgendwie so aus, hätte man nichts machen können, ne? Ha. Probieren wir noch einmal noch. So, wer seid ihr? Fahren kann ich auch nicht. Ja, das scheint es gewesen zu sein mit der Erinnerung. Jedenfalls schmeißt uns im automatisch wieder raus. Oder wir sind aber nur noch nicht so weit. Das kann es natürlich auch sein. Oh, was ist hier denn los?
Auch eine Erinnerung, guck. Oha. Wie sieht's aus mit reingehen da? Digga. Auf der anderen Seite komm mal rein. So, im Gebäude ist auch nicht nett. Hier ist auch eine Erinnerung. Guck mal, was die Erinnerung uns erzählen will. The mechanic you've been telling me about, he and his brother, they'd always lived there. In the town, you mean? Yeah, as far as I know. The family business, the garage, it kind of kept them rooted. Oh, ein Go-Kart. Ach, aus dem Kart-DLC, ne? Wahrscheinlich. Also scheinbar passiert nicht bei allen Erinnerungen was. Sondern nur bei einigen, dass wir spielen können. Bei manchen ist halt nur die Story zu sehen. Die ist er wahrscheinlich, ne? Aufgabe zugewiesen. Aha. Verlassener Posten. Ihr wisst schon, was ich meine. Das scheint da hinten zu sein. Rennen wir mal hin. Wir haben einen Mini-Detektor dabei, der will schon schief gehen. Mehr als auf eine Mini treten können wir nicht. Ach, da steht das Räumfahrzeug. Morning. You been in? Where are you now? Who, me? I'm exploring. I can hear an echo. Yeah, I'm in what used to be the mayor's place, actually. At least it was before the government forces took it over. Hier ist auch eine Erinnerung. Aber wir gucken erst, ob das Haus frei ist von Minen und diversen anderen Sprengkörpern. Weil die Jungs wollen da nicht reingehen, ne? Schießbuchsen. Hier ist auch eine Erinnerung. Das ist wahrscheinlich die Erinnerung, die wir uns ansehen sollen. Der Gorilla soll mal spielen. Oha. I got a leaflet here. The army must have scattered thousands of these. Propaganda. Something like that. This one says, there's still time to surrender. Maybe a bad choice of words considering. Ja, somit spielen wir die nächste Mission, Erinnerungsmission. Und schauen, was da passiert. Vielleicht stellen wir uns wieder so doof an. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber wenn Ewigkeiten kein ArmA mehr gespielt hat, ist es echt schwierig. Well, this was last year, September. These leaflets, they were dropped maybe a day before the fighting began.
You see, the guerrillas there, they'd found themselves a new leader. Charismatic, ex-military. For him, this was no time to surrender. Far from it. In fact, he used that time to rally his people, encourage them to resist, build defenses. Meanwhile, the army was setting up for a major offensive. The attack on Oreo Castro, it was no secret. Of course, after the leaflet drop, IDAP started to pull out of the town. So the little I do know, well, that brings us back to the brother. The one who disappeared. Das Flugblatt ansehen. His name was Alexis. He'd volunteered to build a barricade. Town was his home, after all. Hier gibt es ja mehrere Flugblätter. Welches soll ich denn ansehen? Bauen Sie eine Autobarrikade. Ostklippe, Westklippe. Ach, da vorne, vor uns direkt. Wahrscheinlich hier, ne? If I understand it, you know about what happened through the brother. Alexis, was it? Did you meet him? Not directly, but, you know, it's a small town, right? People knew Alexis. After what happened, I talked to the locals. Found out what I could. The rest of what I know is pieced together from the commission report itself. Actually, that incident report, the evidence you submitted, that's partly why I asked for the interview. I want to gain a human perspective. Well, that's understandable. I mean, for a humanitarian commission, those reports tend to be, A little detached, yes. Sorry, I shouldn't laugh. Just, I was thinking, he even took a local priest's car. I remember I was talking to Father Georgiopoulos, and he was actually very good about the whole thing. How so? Something about rich men and camels. Help me out with some context here. This barricade. I mean, it was crude, right? A gap between two outcrops of rock, natural bottleneck. The guerrillas hoped to block the road by jamming it with vehicles. As for the vehicles in the barricade, the commission actually linked the plates to a number of locals. Of course, several were still missing after the incident, so the investigation made some assumptions. Guck, ob wir den Krankenwagen auch nehmen können von der IDAP. Bin ich mal gespannt. Ja, das Geballere kommt näher. Na. Aber was soll's, ne? Guck mal, die Karre hier nehmen können, wir müssen. Den können wir nicht nehmen. Den Mähdrescher wahrscheinlich auch nicht. Oder was immer das hier ist. Ja, sollten Mähdrescher darstellen. Ja, ich bin kaputt vom Rennen. So, just to clarify, in your email you said you served as a combat engineer, the Marine Corps? That's right. South Zagoria, Chinarus. Then it's fair to say you're no stranger to the subject of my article, the laws of armed conflict. I've seen a few things, heard stories. It's rarely been, you know, clear-cut, right and wrong. Oh, absolutely. That's why it's so important to gain your perspective. You've seen things from both sides. I mean, now as an NGO too. Sure, yeah. These vehicles, I suppose all of them were taken without consent. Well, yeah, given the circumstances. The owners couldn't exactly refuse. Right, but that's the thing. Never mind theft being illegal. The laws of armed conflict prohibit such actions. Hui, hätte ich bei einem Typ überfahren.
Mit Westklippe verbinden. Westklippe ist quasi das hier, ne? Müssen wir noch ein Auto suchen. Dann geht wahrscheinlich die Kampfhandlung los. Ai. Drama, Baby. Hey, just a thought. You remember the earthquakes back then? Yes, they were quite frequent. Were IDAP at all concerned about that? Oh, yeah. Any kind of disaster relief on top of what we were dealing with, it would have just about finished us off completely. Erdbeben waren zu der Zeit auch vorhanden. Ai. Die hatten es schon nicht leicht. So, wo steht denn die Karre, die nächste wir nehmen müssen? Neben Bauern stehen noch Ziegen. Die haben Zicklein, muss ich mal gucken, ob die noch da sind. Na, ist ja ein Jahr vergangen, ne? Außerdem können sie abhauen, ist ja alles offen hier. So, jetzt müssen wir scheinbar noch so einen Bulli oder sowas finden. Und dann... geht's wahrscheinlich los hier. Mit dem Ding willst du einen Krieg gewinnen, oder was hier? Mit der Uzi? Ah, das gibt doch keinen, Digga. So, hier unten habe ich schon ein Auto geklaut. Hier steht der Mähdrescher. Ach, da steht er. Da steht der Karren, den wir brauchen, weil laut... Hier siehst du, den haben wir schon benutzt, fehlt nur so ein Transporter. Denke ich, weil es so ist. Und deshalb nehmen wir den jetzt. Jo, soll man hier ausparken. Do you think Alexis, I don't know, thought twice about taking these vehicles? Look, sure, these were his neighbors, but this was their home, and it was under attack. What would you do? Digga, geh doch mal weg, ey. Irgendwann überfahre ich dich nochmal. Ich mache es anders. Die Karre werden wahrscheinlich eh zerstört, den können wir so ruhig aneinander bumsen. Super, Müser. Hast du klasse hingekriegt. So. Und da vorne kommt jetzt hier der Bulli hin. After Alexis built the barricade, what then? Did he stay inside the town? No, that's where the story gets more complicated. The barricade itself was later chained up and set on fire by someone else. I don't know quite who. Alexis, he headed west to lay mines. Antipersonenminen aufheben. Hier hinten was. Boah, können wir 3 Stunden rennen. Leck mir eine Füße. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich die Mission nicht angenommen. Aber das DLC, die Kampagne besteht aus diesen Missionen. Anti-tank mines were already in the ground. If there's no pull fuse, and so long as they've not been stacked, they aren't too hard to remove. But Alexis, although he didn't use anti-handling devices, he did create a hybrid minefield. AT mines.
Mixed with APs. That's it, yeah. Mühsam, He put falsche Richtung. anti-personnel mines around the anti-tank ones, made clearance all that much harder. Ja, wie hat mir das denn vorher gesagt? Die war doch hier unten. Jo, Digga. Jetzt musst du wahrscheinlich noch Minen legen hier, Lümmel, ne? Eieiei. Ich bin gespannt, was passiert. So, Digga. Ja gut, deine 3 Kegel werden die Angabe natürlich abhalten hier, ne? These mines, how did they get hold of them? Hm. Spiel wird gespeichert. Schon mal gut. They got them when the government's outposts fell into guerrilla hands. Bounding mines. A type that leaps up a meter into the air before exploding. Nasty stuff. Hell, nowadays they're even made with plastic casing to throw off older types of mine detector. Lovely. Oh yeah, just do yourself a favor. Don't look up Bouncing Betty injuries online. Alle Antifahrzeugminen platzieren. Dort sind schon ein paar Antipersonenminen und Antifahrzeugminen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie daran vorbeigehen. Zu Ihrer Information. Das sind Antifahrzeugminen. Wenn Sie als Mensch drauf treten, sollte nichts passieren. Das sind Antipersonenminen. Sie gehen in die Luft, wenn man drüber läuft. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Antipersonenminen nicht weiter als 1 bis 2 Meter von den bereits platzierten Antifahrzeugminen liegen. Das sollte Sie vor den Armeeingenieuren schützen. Hier unten sollen die welche verteilen, aber was? Seid ihr bekloppt? It was important for Alexis to place his mines near the anti-tank ones. So, Aufgabe also gescheitert. You know, thinking about it, even if we had a record of where Alexis's mines were, it may not do much good. No? I thought minefield maps were a key part of your work. Most folks don't realize, but landmines, they don't stay put. Heavy rain, land... And did he? Place them correctly, I mean. No, not really. I mean, Alexis had basic training, but I'm more impressed. Ja, ich bin natürlich auch doof, ne? Komm. Ach, bin ich ein Hohlbrot. Er hat sie nicht wirklich gut platziert. They got them when the government's outposts fell into guerrilla hands. Bounding mines. A type that leaps up a meter into the air before exploding. Nasty stuff. Hell, nowadays they're even made with plastic casing to throw off older types of mine detector. Lovely. Oh yeah, just do yourself a favor. Don't look up Bouncing Betty injuries online. Nicht weiter als 1 bis 2 Meter.
And they're still there? Mm-hmm. And not for long. We're setting up our demining drones as we speak. So, das war die gerade in die Luft geflogen ist beim Erdbeben. You know, thinking about it, even if we had a record of where Alexis's mines were, it may not do much good. No? I thought minefield maps were a key part of your work. Most folks don't realize, but landmine... Alexis proved to be quite the combat engineer. He placed the mines exactly as he'd been shown. So, moving on, where did Alexis go next? He took a quad bike up to the castle behind the town. So, ich laufe hier mal außen rum, bevor ich wieder in die Luft fliege. Habe ich nämlich keinen Bock zu. Ja, bis drüber, yo. Zur Burg hinterm Dorf. Machen wir glatt, Digga. The castle? Why? He was needed at the guerrillas' base camp. Okay. His group were running things from up at the castle. Mm-hmm. And I see what you're getting at. Yeah, Geneva Convention's cultural objects, I think. The barricade. There wasn't any way around it then? From the road? No, well, not unless you cut through the compound. Ich komme da schon hoch, Digga. Huch, wenn ich überall hängen bleiben würde, ne? Nicht so schön, dass ich erst eine Barrikade baue und dann hochfahren muss. Oh, was soll denn der Kappes hier? How well armed were these guerrillas? Couldn't say for sure. Varied from place to place. There was actually an armory in a building on the west side of the town, though. It's somewhere we still need to investigate, once we find a way in. Ach, da oben ist die Burg. Ich dachte, wir wären mitten im Ort. Maybe a technical question. Go ahead. In these situations, do those involved commonly record the locations of minefields? That's a tough one. Take this situation, for example. I'm convinced Alexis would have made a record. It's his home, after all. But do we have access to that information? No. And that's the problem. Things, information, people, landmines, they get lost in the fog of war. But that's the thing about landmines. Lost or not, they stick around. They wait to be found. So, gleich sind wir da. Und dann bin ich ja doch noch gefunden, ne? Mal Platz da, Digga. Do you feel these preparations made a difference? In the short term, I do, yeah. The barricade held. The government's tanks were knocked out on the road. And in the long term? I'd go on, but as you may have heard, it's getting kind of loud here. By the sounds of it, you've got your hands full. This will only take a minute. Be right back. Weiß ich, war das jetzt diese Mission? In der wir uns wieder einmal doof angestellt haben, aber ist ja nichts Neues beim Müser, ne? Stellt sich ja gerne mal doof an, aber ja. So muss es halt sein. Bet you wish we had one of those in Pakistan, huh? I gotta admit, that's 60 tons of getting shit done. So, schön aufgeräumt haben sie jetzt, ne? Oh, by
the way, while you were busy chatting to, well, whoever that isn't your wife. I told you, Andy, she's a journalist. Get to the point. Yeah. Well, anyway, I assembled the demining drones. Both of them? Well, yeah. They're by the van. Minenräumungsdrohne. Gibt es sowas mittlerweile auch? Oh, ein Hexakopter. Ein Hexakopter. Und geht's? All right, got the terminal. Cool. So just connect it to a drone and, yeah, take control. You got it? Looking good. So, you're gonna want to use the auto hover mode. Switch it on whenever you need to stay in one place. Auto hover, right. I'll arm the explosives once you've reached the minefield. X ist automatischer Schwebeflug. Okay. Hallo? Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert hier. Ich würde ja gerne mal eine andere Sicht haben, ne? Wenn ich ehrlich bin. Kann ich außerhalb des Bereichs abgeworfen werden? Ja, dann. Ach, wahrscheinlich muss die in diesem Bereich sein, hier, die Uxo. In dem... ...25 Meter. Ach so, wir müssen höher. Ja, und jetzt? Digga. Ach, hier hinten soll ich räumen. Ja, fliegen wir auch dahin. Woanders. Da müssen wir hin. Wie sagt das denn keiner? Ich dachte, hier soll den ganzen Ort räumen. Minenräumungsdrohne. Ja, ist ja lustig. Gemeine Drohne nicht. Heads up. Enabling charges. Zielkamera. Nutze Steuer links um Okay, die now, zu the bombs. aktivieren. You only got 4. Release one and it'll drop straight down. Simple physics. If you run out, fly over to the van. There's plenty spare. Thanks. Having fun there? Making things go boom, you know it. Ja, das hat dann schon mal nicht geklappt, ne?
Blöde Kuh. Aha. Sieht schon besser aus. Hat halt nur nicht ganz geklappt, ne? These Aha. demining charges pack quite a punch. What's in them? 500 grams of Crovex water gel, baby. So richtig klasse war es dann doch nicht. Vielleicht treffen wir jetzt was. Ah, ich hoffe ja. Ach komm. I'm out. Don't sweat it. Steer back on over to the van. I'll rearm you. Oh, wie funktioniert das denn hier? Aha. Auftanken bewaffnen. So, muss ich denn hin zum Nachtanken? So, da ist also vorne, okay. Safety's on. Understood. Understood. Junge. There you are. Set it down where you started. Over by those white containers. Ist ja fast schwerer als in echt. Aha. Wird nur bewaffnet. 2, 3. Ne, doch jetzt 3. Nur selber Minenfeld, ne? Ja. So wollte ich gar nicht. Vor allem die eine Mine auf der Straße, die muss unbedingt mal weg, ne? Würde ich sagen. Eieieiei. Question. How can I see if I've gotten all the mines? Your drone's got a dedicated sensor. Get close enough, and it'll detect any nearby explosives. Na, gucken wir mal, was passiert. Ja, das hat funktioniert. Super schön. Ich weiß nur nicht, ob das hier mal Zielkreuz ist.
Oder das kleine in der Mitte da unten. Okay, das kleine in der Mitte da unten. So, warten wir mal ab, was passiert. Wo es hingeht. Na, war ja klar, dass genau dahin geht, wo das andere ist. Checke ich nicht. Checke ich nicht. Ich checke es nicht. Ja, das ist ja völliger Kappes, was du jetzt gemacht hast. So. Na, wieder ein zu früh. Glaube ich. Aha. Ja, so schön war es ja doch nicht. Jetzt haben wir nur noch eine, das ist scheiße. Ich habe ja keine Lust mehr nochmal aufzutanken. Gonna need another resupply. Ja, No warte, problem, vielleicht Max. klappt das Same deal. doch. Aha. Getting there. Ah, eine ist hier noch. Ah, so ein Murks. So ein Murks. Geht viel zu lange die Folge. Ich will die Minen aber noch räumen. Ich würde sagen, die eine Mine räumen wir noch und dann machen wir Schluss. Kommt von irgendeinem im Bad fliegen hier. Diese scheiß Expert-Drohnen, ne? Von nix funktioniert hier. So, wenn ich richtig geguckt habe, ist da noch eine einzige Mine. Die wir wegrammeln müssen. Gucken wir mal. So, hier sollte vorne sein. Ist ja das ganze Geschehen auch hier erkannt. Noch ein paar Meter vor. Und dann hoffen wir, dass wir in der Nähe sind. Dass das ja endlich mal funktioniert. So. 69 Meter. Ich wollte noch 25 Meter hoch sein. Dann bin ich natürlich ein paar Meter daneben, ne? Hier ist ja noch eine. Wo kommt die denn her?
Where do you come from? Neben dem Panzerrohr. Ein bisschen zurück. Noch ein bisschen zurück. Noch ein bisschen zurück. Gucken wir mal, ob es klappt. Oh, habe jetzt auch keine Lust mehr auf die Minenräumungsaktion. Da ist ja noch eine. Was soll denn der Scheiß? Wo kommen die alle her auf einmal? Ist ja noch einer, der alle legt, oder was? Schlimm, 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 schlimm. Ja, guck mal hier. Also, das war ja mal gut gezielt, oder nicht? Ja, die habe ich doch nicht vorhin alle gelegt. Die lagen schon hier. Aber, aber ich darf gleich wieder wegmachen. Was soll der Scheiß? So. Seriously? Nathaniel Francis McDade, how big is this minefield? Only my mom calls me Francis, Andy. Yeah, sure thing, Franny Mac. Anyway, you know the drill. Send it back for resupply. Oh, wie viele sind das denn noch hier? So, ich würde sagen, wir machen Schluss und fangen wir nächstes Mal wieder an mit den Minenräumen. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf die Wiese gehen. Ciao, ciao.